Einen wunderschönen Hi, ihr schaut Mo von VR, ich bin Motensen und ich bin Pistol Whip addicted. Pistol Whip ist eins der Spiele, die ich tatsächlich bisher auf Sportlevel spiele. Also mein Ziel in diesem Spiel ist es übrigens, muss ich auch mal sagen, ne? Es ist ein Rhythmus-Shooter. Ihr habt ja wahrscheinlich von Beat Saber und so schon gehört, so den klassischen Rhythmus-Games, wo man entweder auf einen zukommende Klötzchen oder sonst was wegboxt im Takt zu Musik. Pistol Whip geht da ein bisschen anderen Weg. Hier greifen euch Gegner von allen Seiten an und ihr müsst auch manchmal Sachen ausweichen und währenddessen schießt ihr auf Gegner und das im Takt zur Musik. Ja? Das Score-System achtet darauf, wann ihr schießt und wie ihr schießt. Ihr müsst nämlich in dem Moment auch am besten treffen. So, daraus ergibt sich dann immer ein Punkt und der macht dann euren Highscore. Klingt erstmal sehr einfach, ist auch sehr einfach. Man kann auch hier einfach so rumballern. Wenn man aber angefangen hat, wirklich auf Punkte zu achten, dann wird's hart. Dann kann man nämlich nicht jederzeit ballern, sondern dann muss immer in der Musik abwarten, bis der richtige Takt dran ist. Und bis dahin haben die Gegner teilweise schon zurückgeschossen, man muss ausweichen und dann fängt es an, richtig anstrengend zu werden. Pistol Whip ist ein echtes Workout. Wenn ich das ernst spiele, also mit der Absicht, irgendwo in den Weltrang obersten 10 zu landen, bin ich nach einer halben Stunde komplett durchgeschwitzt. Ja. Und das ist auch gut so, das ist richtig. So, ich spiele das auf allen Geräten, auf denen es jemals rausgekommen ist. Ich bilde mir ein, zuerst war es die PC-Version oder auch eine MetaQuest-Version, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber da habe ich es auf jeden Fall hoch und runter gespielt. Es gibt auch immer verschiedene Schwierigkeitsstufen und es gibt auch alle möglichen Varianten, sein Spiel zu customizen. Ja? Ich spiele immer auf der normalen Variante, die Default ist, wo nichts geändert wird, mit einer Pistole. Wenn ich also hier auf Arcade gehe, könnt ihr sehen, das sind jeweils immer Songs. Ja, hier werden einfach mal sehr viele mittlerweile geliefert, weil es gab immer wieder kostenlose DLCs. Hier, die wurden nachgeliefert. Heartbreak nochmal 3. Der DLC hier war richtig geil. Oh, den muss man erst freischalten, denn das ist eine Story-DLC. Ja, das sind aber im Prinzip auch 5 Level. Die schaltet man frei. Smoke and Thunder war auch ein... Oh mein Gott, es gibt ja... Nein, ist auch nicht ganz neu. Das gab es auch schon in den normalen Versionen. Genau. Und es kommt immer wieder neuer DLC etc. Also ihr seht, es ist sehr viel Zeug. Ne? Wenn man jetzt hier klickt, hört man schon mal die Musik und kann sehen, wie der Highscore ist. Ne? Man kann es direkt mit seinen Freunden vergleichen und so weiter hier und mit Weltgeschichten. Und was ich jetzt interessant finde, was wirklich neu ist, normalerweise sind die Ranglisten nämlich getrennt. Es gibt eine für PC und dann gab es welche für die mobilen Headsets. PlayStation war immer separat unter sich, was auch extrem Sinn ergibt alles, ja. Denn auf unterschiedlicher Hardware ist es auch relativ unfair, das dann miteinander zu vergleichen. Hier auf der PlayStation VR 2, die jetzt eigentlich wie alle anderen Headsets auch Inside-Out-Tracking hat und komplette Controller etc. ist die Rangliste gemischt mit der ganzen Welt. Sehr interessant, ja. Und hier sind auch schon wieder Leute, die ich kenne. Dr. Rodney McKay. Ich glaube, ich habe auch schon Bannabout gesehen, fantastisch. Und hier kann man aber tatsächlich jetzt sagen, nee, mach mal bitte nur PlayStation. Und wie ihr seht, die Leute sind hier schon fleißig am Machen, denn scheinbar wurden die Highscores wieder resettet. Mit einer neuen Version passiert das gerne mal. Ich kann mich jetzt nämlich hier nicht sehen. Und das bedeutet, dass ich einfach noch nicht da war. Ganz so einfach ist das, ja. Ah, ja. Okay, so. Jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Ich werde mal eine Runde spielen und mir das Ganze angucken. Denn dieses Spiel ist, dadurch, dass ich so intensiv spiele und auf verschiedenen Plattformen, mein Benchmark. Hier merke ich genau, okay, der adaptive Trigger wird benutzt, wie schräg. Super interessant. Okay, Leute. Also, Perfektionist, ja. Ich habe nicht meinen Best Score gerade erreicht, ja. Ist das erste Mal, das ist okay. Aber vielleicht
Sie haben auch die GUI ein bisschen geändert. Ne? Normalerweise konnte man nur unterscheiden, ob der Schuss, den man gesetzt hat, grau angezeigt wird, weiß, war okay, rot, perfekt. Ich muss durchatmen, weil ich stehe hier mal in so einer japanischen Karate-Hocke, damit ich halt perfekt ausweichen kann. Das ist ein bisschen anstrengend. So, 279, mein eigentlicher Bestscore war bisher 286.000. Aber damit, genau, und seht ihr? Das ist ein sehr gutes Ergebnis, ja, S plus für normale Schachspieler. Damit bin ich jetzt einfach nur auf Weltrang 68, wette aber bei PlayStation jetzt Rang 1. Also, das ist tatsächlich kein Schnack, ja. Ich spiele das hier wirklich, um der Beste zu sein. Und das ist anstrengend, aber super spaßig. So, jetzt kommen wir aber mal zum Eingemachten. Das ist vollkommen abgefahren, Leute. Also, ihr habt es gesehen. Ich treffe vom Timing her eigentlich perfekt. Das heißt, hier gibt es keine Latenz für mich. Ja? Das fühlt sich alles richtig an. Wenn ihr zum Beispiel auf einem mobilen Headset mit dem PC über Wireless spielt oder so, da gibt es Latenzen, ja, und das funktioniert dann schon für mich nicht mehr. Diese winzigen Millisekundenunterschiede machen etwas aus, ja. Lasst euch nicht einreden, dass es nicht so ist. Bei 80% aller Spiele ist es vollkommen egal, bei sowas hier geht's gar nicht. Eine Geschichte, die mich gerade voll rausgeholt hat, ist der adaptive Trigger. Tatsächlich diese Waffe hier, wartet, schießt erst, wenn man wirklich drückt. Und das ist witzig, denn was ich normalerweise mache bei Pistol Whip, ich tippe nur so an, ne, so. Es gibt immer Folgen, wo man 2 oder 4 Schüsse direkt hintereinander machen kann, soll, darf, muss. Und da bin ich diesmal rausgekegelt worden, weil ich mit meinem normalen Antippen nicht meinen Schießrhythmus halten konnte. Das ist sehr witzig, denn eigentlich ist es natürlich geil in den Spielen, dass man die Trigger spürt. Ne? Können wir mal kurz probieren, ob hier eine andere Waffe irgendeinen Unterschied machen würde. Ja, ich nehme normalerweise immer die Deagle, glaube ich. Ja, die hier. Ihr könnt euch übrigens hier auch die Waffen customizen, ne? Muster, Farben und vor allen Dingen auch das Schussgeräusch. Auch sehr wichtig, das muss natürlich passen. Safe. So. Dann kann man sich das ganze Spiel wie verrückt customizen. Also wenn ich hier ich mache es jetzt nicht, damit die Musik nicht angeht, wenn ich auf ein Spiel gehe, dann kommt ja hier vorne diese Tafel, da kann man sich einstellen, was man möchte. So, ich möchte mit 2 Händen gleichzeitig schießen und wie bei allen Rhythmusspielen mittlerweile kann man sich unendlich viele Modifier einstellen, die das schwerer oder leichter machen. Und das wirkt sich dann auch auf die Highscores aus. Mit diesen Einstellungen seid ihr dann auch immer in einem eigenen Highscore. Ja? Ich spiele immer auf Default, damit ich sozusagen immer vergleichbar bin mit mir selber und mit anderen Leuten. Man hat hier ganz viele Einstellungen, ganz wichtig ist die für den Controller. Hier habe ich jetzt nämlich tatsächlich den Pitch, ja, also das ist die Haltung der Pistole im Verhältnis zu meinem Griff hier schon ein bisschen justiert, damit es sich für mich perfekt anfühlt. Ihr könnt es auch so zur Seite drehen. Ich zeige euch das, naja, man kann es nicht sehen leider, ihr müsst jetzt meine echten Hände sehen. Wie man Reload macht, ist nämlich, dass man die Pistole einfach runternimmt, dann macht er so, dann hat er nachgeladen. Man kann hier einstellen, dass es oben oder unten ist und ich habe natürlich beides. Interessant, ich finde nämlich keine Einstellung, wie ich diesen adaptiven Trigger ausschalten kann. Ich will das nicht in diesem Spiel. Das ist verrückt, ja. Eigentlich voll geil in allen anderen Spielen. Ich will das hier nicht. Ich habe hier keine Einstellung gefunden bisher, wo ich den adaptiven Trigger ausschalten kann. Aber das ist kein Problem, ja. Also das kann man den auch reporten und dann bauen sie das ein. Das hat mich jetzt nämlich tatsächlich hier Punkte gekostet, ja, weil es mich einfach irritiert hat. Jetzt aber, ihr kennt mich, ich mache natürlich auch meine Technikanalyse. Wichtig bei diesem Spiel ist absolutes beste Framerate, stabile Framerate und Latenz. Ja. Framerate und Latenz sind hier fantastisch, absolut gut. Ich weiß leider nicht aus dem Kopf, mit welcher das hier läuft. Ich hoffe aber mit 120 Hertz, denn mit was ich überhaupt nicht glücklich bin, ist hier mit der Grafik. Also die Grafik macht mich glücklich, das ist es nicht. Das hat einen sehr abstrakten, einfachen Stil, den ich auch mag. Ja? Der ist irgendwie ein bisschen cool, hat so was Cyberpunkiges für mich. Aber ich bin nicht mit der Auflösung glücklich, gerade hier auf der PlayStation 2. Die hatte ich auf der PSVR 1 eigentlich schon ganz gut. Ja, auf einer PlayStation Pro mit einer PSVR 1 sah das wirklich, wirklich cool aus.
Und da war es dann auch die beste Version, fand ich, weil durch das OLED-Display diese extremen Farben, die es hier gibt, ne, so Türkis und darüber rosa, und da verschmieren die Farben auf nahezu allen anderen Headsets, die ich auf hatte. Und auf der PlayStation VR waren die trotzdem noch klar. Ja, und das ist auch manchmal wichtig. Wenn ihr vor einem roten Hintergrund einen lilanen Gegner stehen habt, dann macht es manchmal Sinn, den gut sehen zu können. Hier ist mir jetzt mit den Farben erstmal nichts Komisches aufgefallen. Das ist auch ein OLED-Headset, das stimmt. Aber ich finde gerade die Auflösung nicht berauschend. Überall, wo ich hingucke, wo Schrift ist, ist die nicht perfekt, als wenn ich auf ein Plakat in der realen Welt gucke. Und das hätte ich hier erwartet, weil das halt massiv performanter ist als die letzte Generation. Ich weiß nicht, ob Cloud Games, die das hier herstellen, an sowas interessiert sind. Denn ich fand tatsächlich auch die Pico 4 Version extrem schlampig umgesetzt. Muss ich mal ganz klar sagen. Und es muss eigentlich alles nicht sein. Und da war ich auch schon ein bisschen enttäuscht. Und vor allen Dingen fand ich auch, dass sie nicht besonders flüssig läuft, die Pico 4 Version. Das ist die letzte Version, die CloudCat Games gemacht hat, bevor sie jetzt hier die PSVR 2 Version gemacht haben. Und ich muss sagen, das ist jetzt kein Kill-Faktor oder so, aber ich hatte mir hier wirklich, wirklich schärfere Grafik vorgestellt. Das hier ist jetzt für mich nicht großartig über der PlayStation VR 1 Version. Ganz im Gegenteil, die war richtig clean. Also die hat natürlich durch die Pixelmenge nicht so hohe Auflösung gehabt, aber irgendwie fühlte sich das da rund und sauber an. Hier finde ich, wirkt das ganze Bild jetzt ein bisschen unruhig. Ja? Ihr könnt ja mal sehen, wenn ich hier auf die Waffen gucke. So ein bisschen helle Ränder, jittern auch ein bisschen. Bitte, da können Sie noch mal rangehen. Das ist noch lange nicht perfekt und das würde ich mir wünschen. Ich habe das auf einer Pico 4 am PC gespielt, ja, und da einfach mal auf Ultra gestellt. Und das sah unfassbar aus, war allerdings natürlich nicht mehr spielbar. aber ja, Gott. Kommen wir mal zum schnellen Fazit. So, ich denke, ich kann mir erlauben, das nach einer Runde hier schon zu ziehen. Das Spiel ist perfekt vom Inhalt. Ja. Stabile Framerate, absolut sauber. Hier gibt es keine Einbrüche, kein Lag, kein Nichts. Der Trigger muss dringend eingestellt werden, dass man ihn auch ausschalten kann. Vielleicht geht es irgendwo und ich habe es nur nicht gesehen. Ja. Aber wie gesagt, das ist kein Langzeitproblem. Das kann man den Entwicklern reporten und dann machen sie das. Denn mich haut es total raus. Ich habe mir angewöhnt, wirklich so eine Tipp-Schuss-Mechanik hier zu machen, damit ich möglichst schnell reagieren kann bei den Schüssen. Das ist soweit alles sauber. Insofern beste Version, die man haben kann. Dann bitte aber auch noch mit einem leichten Grafik-Update, dass das hier alles mühschärfer und sauberer ist. Denn die Grafik ist nicht anspruchsvoll hier, wie ihr seht. Ja. Das geht echt besser. Wir haben jetzt ein paar Titel, die sind massiv komplexer von der Grafik und markant schärfer. Und das fordere ich jetzt einfach. Kann man nämlich machen. Alles klar. Das war's von mir. Mutenzen Mofan VR. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange rumgelabert. Es soll nur ein ganz kurzer Einblick und Test von Pistol Whip sein, denn das Spiel an sich habe ich schon 1000-mal vorgestellt und Tutorials dafür gemacht. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich verlinke euch das hier unter dem Video. Und damit bin ich raus. Sagt mir mal bitte, was ihr über diese ganze Geschichte denkt. Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich über ein Däumchen. Abonniert den Kanal. Bis dann, Mutenzen Mofan ich. Mofan VR. Immer für euch da. Bye bye.